Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal ein Service Reset durchführen an einem Audi A4 Avant. Natürlich geht es auch an einem S4 oder RS4 genauso. Wir sitzen im Fahrzeug und sehen, Inspektion ist fällig. Okay, erstmal auf zum OBD2 Schnittstellchen. Das heißt, Tür öffnen und dann in den Fußraum uns bewegen. So, den Scanner rausholen, den Scanner erstmal dahin legen. Ich werde das jetzt hier mit dem Anker-Freund machen, weil das ist am allereinfachsten bei allen VAG-Fahrzeugen. Ne, das machen wir jetzt ganz schnell, denn der Service ist ja erledigt worden. Das heißt, nun suchen wir uns hier den Steckfreund, stecken unseren Scanner da ein. Wenn wir den eingesteckt haben, seht ihr, gehen wir schon los hier. Das heißt, jetzt nehmen wir wieder Platz im Fahrzeug. So, legen uns mal den Scanner hier rüber. Nun heißt es, wir gehen rein. Erster Schritt ist immer, wenn Scanner drin ist, wir gehen hin und machen die Zündung an. Wir müssen nicht das Fahrzeug starten, wir müssen nur die Zündung anmachen. Und jetzt gehen wir hier auf VA-Diagnose. Enter. Nun, allgemeines System, VA alle Systeme, da unten ist es. Service Reset. Okay. Wollen Sie diese Funktion wirklich starten? Ja. Nun wird der Reset durchgeführt und unser System sollte danach nicht mehr nach der Wartung und Inspektion heulen und schreien. So, was wollen wir zurücksetzen? Oil Service, Inspektionsservice, Inspektionsservice. In Bewegung, Homies. So, jetzt wird der Service zurückgesetzt. Das kann man nicht mehr in der normalen manuellen Zurücksetzorgie wie früher bei den Autos machen, sondern das geht nur noch über Scansysteme, wie ihr seht, die dann hier in Bewegung sind und das dann auch durchgeführt haben. So, durchgeführt, beliebige Taste, zip. Wir hätten auch den Ölservice zurücksetzen können, wie ihr seht. Wir hätten auch den ESI, Entfernungsinspektion, Zeitinspektion, Entfernungsinspektion, also sprich hier einzelne Komponenten zurücksetzen können. Zeit, Entfernung 5, hier können wir auch umstellen, Entfernung 7500, Long Life, Short Life Öl etc. Die Set-Maximalzeit, die Set maximal auf 365 Tage oder 180 Tage wechseln. Ihr seht also, da gibt es noch mehr, aber ich habe jetzt ganz normal zurückgesetzt. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob es auch funktioniert hat. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Scanner wieder ausscannen. So, das heißt also raus damit. Scanner ist abgemeldet. Hier vorne sehen wir schon mal nichts mehr Stain, was da abgeht. Jetzt gehen wir mal ins Bordfreundchen rein. Das heißt Menü drücken. Jetzt einmal nach oben Fahrzeug. Jetzt bewegen wir uns einmal nach links. Dann gehen wir auf Service Control. Dann Service Intervalle. Und ja, da haben wir es. Nächster Ölwechsel. Das kann man manuell machen, wie ihr seht hier unten. Und die Inspektion, die wir jetzt zurückgesetzt haben, ist dort. Ne? Nächste Inspektion in 335 Tagen. Das haben wir gerade zurückgesetzt. Das heißt also auch, wenn wir jetzt das Fahrzeug ausschalten, ich mach mal, und es wieder anmachen, kommt keine Info bezüglich mach mal Inspektion, Digga, sondern es ist wieder alles fresh. Und das geht alles ganz easy peasy mit so einem kleinen Fuzzi-Scanner. Finde ich faszinierend. Cooles Ding, ganz einfach und schnell. Und das bei allen VAG-Fahrzeugen. Ihr könnt das aber auch genauso mit einem größeren Scanner machen. Das heißt also hier mit einem, der dann auf die Steuergeräte zugreifen kann, den müsst ihr dann dahin navigieren, sprich auf die auch auf die Service-Einstellungen und diese dann wieder manuell zurücksetzen, zum Beispiel auf 365 Tage, 335 Tage, was auch immer das Intervall da ihr gerne hättet. Den Ölwechselintervall könnt ihr noch manuell machen, geht aber auch über Scanner, wie ihr seht. Das ist euch überlassen. Es ist ganz easy peasy. Natürlich will ja der Hersteller, dass ihr das Fahrzeug bei ihm in die Inspektion schickt. Das heißt also, ja, die wollen so extra Cash und deshalb kann man es nicht mehr so normal wie früher mit irgendwelchen, ich drücke 50 Mal auf die Taste und 3-mal auf die Taste, drücke noch 5-mal die Kupplung und dann ist es aus. Das, zumindest habe ich es noch nicht rausgefunden, funktioniert beim A4 nicht mehr. Das heißt, so einen Scanner kaufen und für alle VAG-Fahrzeuge habt ihr dann dort ausgesucht.
oder ausgesorgt. Ihr seht, es geht ganz einfach, ganz schnell, effizient und schon wieder mindestens das Auslesen 50 € gespart. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.